Hallo allerseits, ich begrüße euch hier auf meinem YouTube-Kanal und heute wollen wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, was kostet unser E30? Und zwar die Idee zu diesem Video hatte im Prinzip ein YouTube-Zuschauer, der hat mich gefragt, kannst du denn vielleicht mal was machen zum Thema Versicherung? Ich möchte mir einen E30 kaufen, ich bin noch relativ jung, ich bin Fahranfänger und mach doch mal was zu dem Thema. Ja, grundsätzlich finde ich dieses Thema relativ spannend, weil es gibt natürlich neben den alten Hasen, die schon jahrelang einen E30 fahren, natürlich auch immer wieder junge Leute, die liebäugeln damit, sich einen E30 zu kaufen und die finden das Teil einfach cool und die wollen jetzt einfach wissen, was ist einfach das beste Modell und was soll ich da machen? Gebt uns doch mal einen guten Rat. Und ich denke, diese Geschichte hier eignet sich einfach dazu, zu gucken, was ist der geeignete Wagen für mich, was habe ich für Geld zur Verfügung und ja, worauf muss ich einfach achten. Da es natürlich hier nicht damit getan ist, einfach nur zu gucken, was kostet das Auto in der Versicherung, sondern eine ganze Reihe von verschiedenen Kosten anfallen, habe ich mir überlegt, ich mache das Ganze mal etwas strukturierter und versuche im Detail genau zu gucken, was kosten die Autos im Einzelnen, mache auch nochmal so eine Art Marktanalyse jetzt ganz aktuell für 2018 und ich glaube, am Ende dieser Geschichte habt ihr einen Überblick, wie der Markt im Moment aussieht und was ihr im Moment für Kosten zu erwarten habt. Das Ganze wird sicherlich nicht perfekt sein, aber ich versuche hier einen guten Kompromiss aus ja, Übersichtlichkeit und ja, gut verdaulichen Sachen und aber auch etwas detaillierten Informationen hier für euch zusammenzustellen. Die Struktur des Ganzen hier ist, wir beschäftigen uns im Punkt Nummer eins mit den Anschaffungskosten des Autos. Und zwar, ihr wisst ja, dass ich vor einigen Monaten ein Video Kaufberatung gemacht habe und da auch schon einiges zum Thema Preise gesagt habe. Aber trotzdem verändert sich natürlich der Markt komplett und wie ihr wisst, die Preise für die i30 steigen weiterhin und das macht es einfach sinnvoll und notwendig, hier nochmal auf die Preisentwicklung zu gucken. Ja, im Punkt Nummer 2 geht es um die Steuern, also wie viel Steuern bezahlt ihr jedes Jahr? Und zwar hängt das natürlich auch von den Schadstoffemissionsklassen ab und wir gucken einfach mal, welche Modelle schlagen sich da einfach wie gut und was macht denn am Ende Sinn. Ja, Punkt Nummer 3 ist auch relativ komplex und was kosten die Teile in der Versicherung? Und wie ihr wisst, bei Versicherungen gibt es extreme Unterschiede und ich habe mich da exemplarisch quasi auf einige Parameter geeinigt und ich werde euch das dann im entsprechenden Punkt vorstellen und auch die einzelnen Autos miteinander vergleichen. Ja, Thema Spritverbrauch, Punkt Nummer 4 ist auch wichtig und ihr könnt euch vorstellen, das ist auch so eine Sache, da wird es vielleicht einige Kontroversen geben. Nichtsdestotrotz habe ich versucht, hier Realverbräuche im Durchschnitt quasi zu ermitteln oder rauszusuchen, dass ihr ungefähr wisst, was verbrauchen die Autos und letztendlich rechnen wir das Ganze auch auf Jahreskosten um oder Monatskosten. Das werden wir am Ende machen, sodass ihr einen relativ detaillierten Überblick über die Kosten habt. Ja, natürlich sind diese Preise oder die Fixkosten nicht das Wichtigste bei der ganzen Geschichte. Ihr müsst auch bedenken, ist euer Auto haltbar? Und da gucken wir nochmal auf die Haltbarkeit der einzelnen Automodelle bzw. die Haltbarkeit der Motoren. Weil was nützt euch das, wenn ihr, sage ich mal, 1 Liter weniger Sprit verbraucht und irgendwie nach 5 Jahren ist der Motor kaputt? Also da müssen wir schon nochmal etwas drauf achten. Ja, Wertbeständigkeit ist auch nochmal so ein Thema. Ne? Wie ist die Marktentwicklung, die Prognose und welches Modell eignet sich vielleicht eher dazu für den Alltag und einfach um günstig von A nach B zu kommen und welches Modell ist eher auch für den Werterhalt zuständig? Ja, am Ende natürlich die sonstigen Kosten, die dürft ihr nicht vergessen, weil die Autos haben unterschiedliche Motorenkonzepte und vielleicht andere Karosserieformen und das kann durchaus sein, dass hier der eine oder andere ein paar Euro extra ausgeben muss und das ist genau der Punkt, den wir uns am Ende nochmal anschauen werden. So, kommen wir nun zu unserer kleinen Marktanalyse hier und wie schon bereits angekündigt, stütze ich hier meine Informationen im Wesentlichen auf mobile.de aus dem folgenden Grunde. Man hat ein großes Angebot, man hat relativ gute Fotos, die man sich anschauen kann und man gewinnt so einen ganz guten Eindruck, was so angeboten wird. Aber natürlich geht es uns jetzt nicht nur rein um die theoretischen Preise, sondern im Prinzip auch, was sind eben realistische Preise. Und ich habe einfach auch nach realistischen Preisen geguckt. Das heißt, so ganz grobe Ausreißer bzw. absolute Fantasie- und Mondpreise habe ich versucht so ein bisschen rauszufiltern und ich denke, ähm, das gibt uns eine kleine Momentaufnahme, wie die ganze Marktsituation im Moment aussieht.
Natürlich brauchen wir auch sowas wie Bewertungskriterien und zwar habe ich hier das Kriterium genommen, ein BMW im Zustand 2 bis 3, also ein ganz guter Zustand, vielleicht nicht absoluter super perfekter Zustand mit der Note 1, sondern schon etwas im guten oder im befriedigenden Bereich, weil ihr wisst, es ist zunehmend schwer, einen BMW im perfekten Zustand zu bekommen. Und wenn er im absolut perfekten Zustand ist, dann kann es durchaus mal sein, dass es so in Richtung Mondpreis geht. Also im Groben Condition 2 or 3, also was ich hier hingeschrieben habe, Kilometerstände so zwischen 100 und 190.000, das ist alles noch im Rahmen. Und im Prinzip ist es so, dass ich mir so ein Auto angucke nach dem Motto, ja, für dieses Auto würde ich mich persönlich jetzt auch interessieren, es ist okay oder ich bin total begeistert. Und in dieser Spannbreite bewegen sich auch die Preise. Zunächst werde ich mit euch so eine Art Preisrange, also eine gewisse Spannbreite hier uns angucken, wie die Preisgestaltung im Gesamten ist. Und am Ende werden wir auch noch mal gucken, was so ein durchschnittlich realistischer Preis ist. Um das Ganze mal hier etwas deutlicher darzustellen, habe ich euch hier so eine kleine Grafik mitgebracht. Und zwar seht ihr hier unsere Modelle, und zwar die am häufigsten gekauften Modelle. Das hier sind im Prinzip die Einstiegspreise. Das heißt, die Einstiegspreise für ein vernünftiges Modell. Also kein totaler Schrott oder total verrostet, sondern im Prinzip ein Modell mit nur sehr geringen Mängeln oder im Prinzip ein Fahrzeug, wo man einfach einsteigen kann und damit rumfahren kann. Das muss nicht perfekt sein, aber ungefähr in diesen Bereichen gehen die Preise los. Bevor ich noch etwas detaillierter auf die einzelnen Modelle eingehe, gucken wir uns zum Beispiel jetzt hier den 316i an. Also man sieht hier einen 316i, und zwar das ist ein ganz normaler Standard 316i, ein Viertürer nach Facelift, würde ungefähr in einem guten Zustand so bei 3,8 liegen. Ne? Also die Preise entwickeln sich natürlich auch je nach Modellvariante. Das heißt, ein Vor-Facelift-Modell und natürlich ein Zweitürer sind prinzipiell teurer. Das heißt, ihr könnt sagen, ja, so gute 3.000 Euro müsst ihr mindestens anlegen. Und die Range, das gucken wir uns gleich noch an. Und das gleiche gilt im Prinzip auch für den 318i. Der liegt etwas höher, der geht so los bei 4,490. Das ist im Moment so die Marktlage. Ja, der 318IS ist naturgemäß ein relativ seltenes Modell. Natürlich auch viele verbastelte Modelle auf dem Markt. Und wenn ihr euch für dieses Modell interessiert, also den Vierzylinder mit 136 PS, dann geht der Spaß so ungefähr bei 8.000 Euro los. Also das müsst ihr im Prinzip schon anlegen. Ja, der 320i hier, das ist eins der häufigsten Modelle, und zwar da seid ihr bereits in der Sechszylinder-Liga angekommen. Der 2 Liter Sechszylinder, der ist ja, häufig da, häufig zu bekommen, und gute, vernünftige Modelle gehen so bei 5.250 Euro los. Die Spannbreite gucken wir uns gleich noch an. Ja, hier haben wir den 323i, der reißt so ein bisschen raus bei den Einstiegspreisen. Das liegt einfach daran, dass dieses Modell extrem selten ist und kaum zu bekommen. Und dementsprechend für ein vernünftiges Modell müsst ihr schon deutlich jenseits der 10.000, 12.000 Euro anlegen, um einfach ein Modell zu haben, was eben nicht, ja, Schrott ist. Ja, der 324D, der spielt so ein bisschen eine Außenseiterrolle. Wir können uns ja im Detail später auch nochmal angucken, wie sich hier der Kosten-Nutzen-Faktor bei dem Diesel hier im Vergleich zu den Benzinern schlägt. Aber im Prinzip geht es hier los bei 4.500 Euro. Und dafür bekommt ihr schon einen recht vernünftigen 324 Diesel. Ja, der 325i ist wahrscheinlich so das Modell, was ihr am liebsten mögt. Aber wie ihr schon sehen könnt, hier die Einstiegspreise liegen hier bei 9.900 Euro. Alles, was darunter liegt, ist kaum zu bekommen, beziehungsweise kann ich euch im Prinzip von abraten, weil wirklich vernünftige Modelle, die nicht total verbastelt sind, gehen so in dem Bereich 9,9 los. Ja, der 325iX ist hier auch so ein bisschen Exot. Ihr wisst, der hat einen Allradantrieb, ansonsten den gleichen Motor wie der 325i, also 6 Zylinder mit 170 PS. Und die EX-Modelle gehen ungefähr bei 6,450 los. Und die Range können wir uns dann auch mal angucken. Ja, als letzten Exoten haben wir hier den 325 ETA. Es handelt sich hier um einen 2,7 Liter Motor, also nicht wie angenommen der 325, also 2,5 Liter Motor. Dieser Motor ist einfach sehr drehmomentstark, er dreht nicht so hoch, lässt sich wohl auch sehr, sehr gut fahren. Ich persönlich habe den noch nicht gefahren, aber aufgrund dessen, dass er relativ selten ist, fangen die Preise da auch relativ spät an, und das andere Problem, was ihr habt, ihr kriegt ganz, ganz wenig Modelle nur. Ja, schauen wir uns jetzt hier mal die Spannbreite unserer Preisentwicklung an.
Und ihr könnt euch hier mal einen Balken merken und ihr seht, alle gehen sie deutlich nach rechts und ja, der 324D bleibt so ein bisschen zurück, aber im Prinzip gehen gerade die großen Modelle deutlich nach oben. Sogar der 320i erreicht im Einzelfall wirklich schwindelerregende Höhen. So, wenn wir uns jetzt mal hier die Maximumpreise, also die ermittelte Range, die wir im Moment haben, angucken, dann fällt hier auf, dass hier die Modelle 316i durchaus im völlig akzeptablen Rahmen sich bewegen. Das heißt, die Maximumpreise gehen so bis zu 8.900 Euro für wirklich total tolle Modelle. Der 318i, seht ihr, naja, der schlägt schon ein bisschen deutlich nach oben aus mit 12.900. Das liegt aber einfach daran, dass diese ganz teuren Modelle, das sind dann die Vor-Facelift-Modelle, die Zweitürer-Modelle mit Chromstoßstangen, und wenn die wirklich in einem Top-Zustand sind, ist es tatsächlich so, dass dann die Preise schon jenseits der 10.000 gehandelt werden. Ja, beim 318 IS, finde ich, sind wir auch im durchaus realistischen Preisbereich mit 14.500. Seid ihr noch relativ gut bedient in Anbetracht der Tatsache, dass der IS sehr, sehr schwer zu bekommen ist und einen relativ starken Vierzylindermotor hat. Bei dem 320i ist die ganze Sache so ein bisschen differenzierter. Und zwar, der 320i ist ja bereits ein Sechszylinder mit 129 PS, demzufolge sehr, sehr beliebt. Ne? Das ist im Prinzip so die Einstiegsklasse in den Sechszylinderbereich. Wir haben, ich sag mal, relativ günstige Autos weiter unten, aber weiter oben, gerade so in dem Bereich, dass ihr einen Zweitürer habt, ein Vor-Facelift-Modell mit Chromstoßstangen, in einem tollen Zustand, also Lackzustand gut, nicht verrostet und so weiter, Innenausstattung gut, kann es durchaus sein, dass ihr richtig hohe Preise bekommt. Aber was ihr hier natürlich mit 17.200 Euro hier seht, ist schon so ein Preis, wo ich sage, ja, das Auto ist sicherlich möglicherweise perfekt, aber im Prinzip unverhältnismäßig. Ne? Wenn ihr euch mal anguckt, für 17.000 Euro muss man sich überlegen, ob man dann wirklich den 320i kauft und dann vielleicht entweder einen kauft, der etwas weniger kostet, oder halt dann ein anderes Modell sich aussucht. Werfen wir nur einen Blick auf unseren 323i und wenn ihr hier auf die 17.200 schaut und denkt, okay, das ist eine Menge Geld, allerdings wenn ihr euch gemerkt habt, dass das Teil bei um die 12 losgeht, ist hier die Spannbreite jetzt gar nicht mal so groß, zumal ihr bedenken müsst, dass dieses Modell so selten ist, also davon fahren kaum noch Autos in Deutschland rum und in den Märkten sind die Dinger so rar. Also wenn ihr wirklich so ein Modell haben wollt, also entweder mit 139 oder 150 PS, dann muss man leider halt auch so viel Geld hinlegen. Ne? Im Prinzip ist der 323 ein sehr, sehr guter Kompromiss aus Leistung, Hubraum, Verbrauch und so weiter, aber da können wir später nochmal drauf eingehen. Ja, wie ich vermute, hier unser 324D verhält sich hier mit 7.000 Euro am oberen Ende hier noch mehr als moderat, wenn ich das mal in den Vergleich setze. Aber ich denke mal, dass hier auch die Dieselkrise nicht ganz spurlos am 324D vorübergegangen ist. Ähm, Ich sag mal so, wir sprechen da später nochmal drüber, aber solltet ihr den 324D nicht mit H-Zulassung fahren, ist das nicht unbedingt eine gute Idee, so ein Teil zu kaufen. Ansonsten könnt ihr wirklich sehr, sehr gute Modelle für recht wenig Geld bekommen. Ne? Also 7.000 Euro ist wirklich ein Preis, da kriegt ihr ein Top-Modell oder ein sehr, sehr gutes Modell und ihr könnt durchaus zuschlagen. Ja, von vielen so ein bisschen als das Top-Modell gesehen ist hier unser 325i, und wenn ihr euch hier mal diesen Endpreis von 29.000 Euro anguckt, wie gesagt, ist einfach so, dass das absolut Top-Exemplare sind, die in der Regel beim Händler stehen. Ähm, Wenn ihr die privat kauft, ist es meistens günstiger. Im Prinzip ist es so, dass der 325i deswegen so teuer ist, weil es gibt auch nicht mehr so viele gute davon. Der ist sehr beliebt, es ist der stärkste Motor und ist einfach ein tolles Auto und ein toller Sechszylindermotor. Aber ihr habt auch das Problem, dass viele dieser Modelle einfach gnadenlos verheizt wurden und diese Gesamtsituation, also der knappe Markt oder die Verfügbarkeit von guten Modellen ist relativ gering und deswegen sind die Preise einfach so weit hoch. Aber so ein bisschen realistischer können wir uns das nachher noch angucken. Wie gesagt, die Teile sind hoch und es geht im Prinzip knapp bei 10.000 Euro los. Ähnliche Preise wie beim 325i habt ihr hier auch beim 325 ETA, allerdings nur, wenn ihr so die absoluten Spitzenwerte seht. Im Prinzip ist einfach das Problem, es gibt sehr, sehr wenige und
Ich habe so den Eindruck, es gibt entweder relativ schlechte Modelle für relativ wenig Geld oder einfach extrem gute Modelle für viel Geld. Also es ist halt schwierig, ein Modell so in der Mitte zu finden. Also wenn ihr nach diesem Modell Ausschau haltet, ist es sicherlich eine sehr gute Idee und ich würde das Teil auch gerne kaufen, ohne Probleme. Wie gesagt, es gehört zu den Modellen, die ich so mit favorisieren würde, aber das ist relativ selten und ihr müsst einfach einen langen Atem haben, um so ein Teil noch zu bekommen. So, da nun aber grau alle Theorie ist, schauen wir uns jetzt mal die durchschnittlichen Marktpreise an, beziehungsweise die Kaufempfehlungspreise. Also wir sehen hier zum Beispiel der 316i, der ist realistisch im Bereich von 5.000 bis 6.500 Euro zu haben. Also da bekommt ihr ein wirklich sehr, sehr gutes Modell. Also der Marktschnitt liegt hier bei 6.000. Also so könnt ihr ungefähr diese Tabelle lesen. Der 318i liegt ungefähr so zwischen 6.500 und 8.500 realistisch. Gutes Modell, wie gesagt, sage ich nochmal, also nicht für verbastelte, kaputte Gerätschaften. Ja, der 318 IS liegt so zwischen 8 und 10. Das wäre eine realistische Kaufempfehlung von mir. Der 320i, da solltet ihr so schauen zwischen 9 und 10.000 Euro. Marktdurchschnitt ist hier durchaus höher, aber ich sage mal so, 9.000, 10.000 ist eigentlich eine ganz gute Geschichte. Ja, der 323i, da liegt ihr so zwischen 12.000 und 14.000 Euro, wenn ihr da nach einem sehr, sehr guten Modell Ausschau halten wollt. 324D aufgrund der ja, nicht so großen Beliebtheit des Modells liegt ihr so zwischen 5.500 und 6.500 im Schnitt. Also Marktschnitt hier vielleicht so ungefähr bei 5.800 Euro. Liegt einfach daran, dass viele Leute kein Diesel haben möchten, ist halt ein BMW und ein BMW wird irgendwie klassischerweise immer mit Sportlichkeit verbunden und da passt der Diesel nicht so richtig. Aber für den Alltag ist es eventuell ein gutes Auto, aber das können wir uns später nochmal anschauen, wenn wir dann in der Gesamtkostenrechnung nochmal schauen. Ja, 325i, der Spaß geht so bei 10.000 bis 15.000 Euro, also in diesem Bereich solltet ihr die Augen aufhalten und dann bekommt ihr auch schon was Nettes. Der 325iX als Allradmodell liegt zwischen 8.000 und 12.000 Euro. Allerdings müsst ihr eben auch hier beachten, Allradantrieb, erstmal braucht ihr das nicht immer und zweitens ist aufgrund der aufwendigeren Technik natürlich da wieder nochmal eine andere Fehlerquelle drin, aber da können wir vielleicht im allerletzten Teil nochmal drauf zu sprechen kommen. Der 325e liegt aufgrund auch der Seltenheit zwischen 10.000 und 15.000. Da müsst ihr einfach so tief in die Tasche greifen. Das ist durchaus realistisch. Ja, die Cabrios sind so ein bisschen außen vor gewesen in der letzten Betrachtung. Ähm, Die sind grundsätzlich relativ hoch, wobei ich im Moment so den Eindruck habe, das 318i Cabrio ist momentan relativ verhältnismäßig günstig zu bekommen. Allerdings nichtsdestotrotz zwischen 9.500 und 14.500 Euro müsst ihr auf jeden Fall für das vierzylindrige 318i Cabrio hinblättern. Das 320i Cabrio liegt natürlich etwas höher. Gute Modelle zwischen 11.000 und 15.000 Euro, wirklich im Originalzustand, Force Facelift Modelle, seid ihr einfach bei diesem Preis dabei. Ja, das Top-Modell 325i Cabrio liegt hier in der Regel zwischen 12.000 und 17.000 Euro. Also wesentlich unter 12 würde ich euch von abraten. So Cabrio hat halt auch noch mehrere Geschichten, wo man darauf achten muss, also unter anderem das Verdeck. Da können wir am Ende auch nochmal drauf eingehen, aber ich sag mal so, 16.000 Euro ist so der mittlere Marktwert im Moment. Also zwischen 12 und 17, da ist die Spannbreite aufgrund des unglaublich ja, unterschiedlichen Zustands der Fahrzeuge einfach einzukalkulieren. Hier nochmal spaßenshalber, obwohl der eigentlich nicht mit auf meiner Liste steht, der BMW M3, also für diejenigen, die sich immer noch für diesen Wagen interessieren, für den werden also zwischen 45.000 und 60.000 aufgerufen, Minimum, also Tendenz weiter steigend. Also die meisten Modelle sind schon jenseits der 60.000, wenn sogar 80, 90, 100.000, also das geht im Prinzip jetzt so langsam im Mondbereich. Ich glaube, der Marktschnitt liegt im Moment noch so bei 55.000, aber wie gesagt, unter 45 ist da eigentlich nichts mehr zu wollen. Aber das nur mal am Rande. Ja, damit ihr jetzt grundsätzlich nochmal versteht, wie hier diese Preiskalkulation innerhalb der unterschiedlichen Modellvarianten funktioniert, habe ich euch jetzt hier mal 3 Beispiele mitgebracht. Und zwar, gesetzt der Fall, euer 318i, ne? Ihr wollt einen 318i kaufen. So habt ihr, sage ich mal, beispielsweise, ihr bekommt einen Viertürer nach Facelift, das heißt das ältere Modell, und ihr würdet dafür fiktiv 6.000 Euro bezahlen. So, kauft ihr jetzt das gleiche Auto im gleichen Zustand als Zweitürer nach Facelift,
würdet ihr ungefähr 7.000 bezahlen, also circa 1.000 Euro mehr. Zweitürer sind in der Regel immer günstiger, das heißt natürlich nur für den Verkäufer. So, der nächste Schritt ist, ihr kauft ein Vor-Facelift-Modell. Es ist halt so, dass die Chrom-Modelle, also die Modelle mit den Chromstoßstangen, einfach beliebter sind. Die sehen etwas zierlicher aus. Natürlich ist es auch schwieriger, solche Modelle zu bekommen, weil die eben auch älter sind und es ist potenziell immer schwieriger, noch so ein Teil zu bekommen. Das heißt, ihr könnt hier im Prinzip damit rechnen, dass ihr für das gleiche Auto dann schon 7.500 bezahlt. So, die nächste Stufe ist jetzt ein Zweitürer vor Facelift. Das ist im Prinzip die größte Eskalationsstufe, wenn ihr es so sehen wollt. Das heißt, für einen vergleichbaren Zweitürer vor Facelift bezahlt ihr dann 8.500 Euro. Ihr seht hier schon, das sind mal ganze 2.500 Euro Unterschied. Das heißt, das müsst ihr auch in eurer Wahl berücksichtigen. So, nochmal ein Punkt Automatikgetriebe. Grundsätzlich ist es eigentlich immer so, dass ihr bei jedem Preis, wenn ein Auto ein Automatikgetriebe hat, nochmal 1.000 Euro abziehen. Das heißt, nehmen wir an, ein Viertürer NFL würde 6.000 Euro kosten. Mit einem Automatikgetriebe würde das Teil höchstwahrscheinlich nur 5.000 kosten, weil Automatik ist nicht so beliebt beim BMW, im Prinzip aus den gleichen Gründen ja, wie beim Diesel. Ein BMW, dynamisches Auto, Schaltgetriebe, die meisten Leute wollen einfach keine Automatik. Abgesehen davon hat die Automatik noch eine Menge andere Nachteile. Das heißt, sie ist schwerer, wenn sie kaputt geht, müsst ihr einfach mehr Geld in die Hand nehmen, um das Ding reparieren zu lassen und das Auto verbraucht mehr. Aber da kommen wir später nochmal zu. Im unteren Teil der Tabelle seht ihr nochmal die Dieselberechnung. Das heißt, hier steht minus 2.000. Das bedeutet also nichts anderes als, habt ihr ein Auto, was, sage ich mal, unter normalen Umständen mit einem normalen Benzinmotor, sage ich mal, 6.000 kostet, könnt ihr im Prinzip für den Diesel nochmal wieder 2.000 abziehen, weil der Diesel gehört halt leider nicht zu den beliebten Modellen in der i30-Baureihe. Ja, der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, warum ich hier bei meinem 325i Rechenbeispiel beim Automatikgetriebe 1.500 Euro in Abzug gebracht habe. Das liegt meines Erachtens daran, dass jemand, der ein 325i kauft, das heißt, der Nutzungszweck ist auch für mich entscheidend und auch wofür kauft man das Auto. Die Leute, die ein 325i kaufen, wollen in der Regel ja, möglichst die Top-Motorisierung, sie wollen sportlich fahren und so weiter und so fort. Und das bedeutet einfach, wenn die nach dem 325i gucken, dann sind das wirklich nicht so viele, die dann wirklich ein Automatikgetriebe möchten. Das heißt, die nehmen potenziell, denke ich, also das ist meine Interpretation, ist nicht so gut auf, wenn so ein 325 noch ein Automatikgetriebe hat. Etwas anders sieht es vielleicht beim Cabrio noch aus. Damit cruist man so ein bisschen, das ist vielleicht nicht so schlimm. Automatikgetriebe, es hat natürlich auch Vorteile im Stau und so weiter. Man kann relaxed fahren, aber wie gesagt, ich schätze es durchaus so ein, dass die 325i-Fahrer es möglicherweise weniger tolerieren und deswegen da der höhere potenzielle Abzug. So, im internen Ranking hier haben wir eine ganz klare Geschichte und zwar der Sieger ist natürlich der 316i, also deutlich auf Platz 1. Auf Platz 2 habe ich hier im Ranking den 324D. Nicht weil der unbedingt so furchtbar billig ist, aber wir haben hier einfach den Effekt, dass aufgrund der ungünstigen Marktlage die Dinger nicht so gut verkauft werden und deswegen kann man eigentlich so ein Teil relativ günstig bekommen. Deswegen ist das Teil bei mir hier auf Platz 2. Auf Platz 3 haben wir den 318i, das ist auch wenig überraschend. Was so ein bisschen überraschend ist, ist vielleicht die Nummer 4, also der 325iX, den habe ich jetzt hier auch wieder erwartend relativ günstig eingruppiert. Das liegt einfach daran, es ist zwar ein Sechszylinder, aber der Allrad wird meines Erachtens nicht so sehr nachgefragt. Es gibt wenig Modelle, aber trotzdem hat dieses Modell auch nicht so den durchschlagenden Erfolg. Das heißt, ihr könnt den 325iX mit Glück aufgrund einfach des etwas unbekannteren Status einfach günstiger bekommen. Ja, der 318i liegt so im Mittelfeld, der IS, besser gesagt, der ist zwar relativ selten, er wird auch nachgefragt, aber das Problem am 318IS ist einfach, dass sehr, sehr viele Modelle völlig platt sind. Ne? Und die haben einfach viele Spinner auch einfach gefahren. Und ein 318IS zu bekommen, der wirklich richtig gut ist, der ist schweineteuer oder ihr kriegt einfach völlig verbastelte Modelle. Also aufgrund der Marktlage würde ich trotzdem sagen, obwohl er halt nachgefragt ist, dass man ihn relativ günstig noch bekommen kann. Also sogar günstiger, was hier für euch sicherlich eine Überraschung ist, als den 320i.
Der 320i ist zwar häufig gebaut worden und natürlich auch nur der kleine Sechszylinder, aber trotzdem ist es nach wie vor ein Sechszylinder, der seidig weich läuft. Er ist in jeder Hinsicht moderat, er ist zuverlässig, er hält lange und ihr habt auch eine unglaublich gute Auswahl. Und wenn ihr natürlich im oberen Preissegment guckt, dann findet ihr auch einfach noch sehr, sehr schöne Modelle mit dem kleinen Sechszylindermotor. Ja, das günstigste Cabrio ist meines Erachtens das 318i Cabrio. Da könnt ihr durchaus im Moment auch noch eine ganz gute Partie mitmachen. Der 325e ist natürlich relativ teuer, weil er so selten ist und der Motor eigentlich auch ein sehr guter Motor ist. Nichtsdestotrotz ist der nicht so bekannt und viele Leute denken einfach, okay, das Teil dreht nicht so hoch und hat dann demzufolge weniger Leistung, aber es ist einfach ein anderer Motor und wer einfach mag, untertourig zu fahren, ist mit diesem Wagen sehr, sehr gut bedient. Aber wie gesagt, die Marktlage richtet sich natürlich auch so ein bisschen nach der Nachfrage und der Beliebtheit und deswegen kommt hier der 325e zum Beispiel auch noch vor dem 320i Cabrio. Wie gesagt, 320i, häufig gebaut, Cabrio gibt es relativ häufig, aber einen sehr, sehr schönen Vor-Facelift Sechszylinder mit 2 Liter Hubraum. Da müsst ihr auch gucken, dass ihr so ein Teil bekommt, deswegen die Preise trotzdem relativ hoch. Ja, 323i, naturgemäß aufgrund des starken Sechszylindermotors und des Seltenheitswertes ist er einfach sehr hochpreisig. Obwohl die Preise relativ ähnlich sind mit dem 325i, siedle ich trotzdem den 325i höher an, weil aufgrund des Status 325i einfach die Leute, vielleicht auch aus Unwissenheit, natürlich gerne den dicken Motor haben möchten. Ob der jetzt besser ist oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Fakt ist aber, die Nachfrage ist sehr hoch. Es gibt sehr, sehr viele verheizte Modelle, weil eben 325i eben auch oft kaputt gefahren wurde und deswegen sind die Preise sehr, sehr hoch. Und getoppt wird das Ganze nur noch vom 325i Cabrio. Das ist einfach der dickste Motor, der schönste Sechszylinder und dementsprechend werden auch gesalzene Preise aufgerufen. Ja, somit geht diese Wertung ganz klar an den 316i. So, kommen wir zu Punkt 2, den Steuern. Dieser Teil wird jetzt nicht ganz so lang, weil ihr seht hier, ich habe hier bereits das Ranking auf dem Tableau und wie ihr wisst, wird natürlich die Steuer nach Hubraum berechnet und somit ist natürlich hier wiederum ganz klar der 316i Sieger. Also das Ranking richtet sich im Prinzip nach dem Hubraum und eine Besonderheit ist hier, der 325e hat hier 2,7 Liter Hubraum, nicht 2,5, sodass er in der Steuer um einiges teurer ist. Und man sieht hier ganz deutlich, wenn ihr eine Euro 1 Norm habt, das heißt die Abgasnorm Euro 1, dann ja, ist das schon relativ viel Geld. Ne? Und wenn ihr mal schaut, der 316i kostet hier 242 Euro und der ETA schon bei 408 und der 324D, der ist hier richtig heftig. Aufgrund des Diesels schlägt er hier mit 930 Euro zu Buche. Ja, wenn ihr euch für einen Kaltlaufregler entscheidet, beziehungsweise euer Auto bereits einen Kaltlaufregler hat und ihr damit Euro 2 erreicht, dann ist es natürlich so, dass ihr ja ungefähr die Hälfte nur bezahlen müsst oder ziemlich genau die Hälfte. Und das macht sich schon richtig bemerkbar. Und solltet ihr ein Euro 1 Fahrzeug besitzen, dann solltet ihr euch natürlich überlegen, einen Kaltlaufregler nachzurüsten. Ihr müsst circa mit 150 Euro Kosten rechnen, je nachdem, ob ihr das Teil selber einbaut oder nicht. Ihr müsst damit auch noch zum TÜV bzw. eintragen lassen. Rechnet mal 200 Euro, aber ihr könnt euch ausrechnen, wie viele Jahre ihr benötigt, um quasi, damit sich das Geld wieder amortisiert. Und ja, insbesondere ist das schon heftig hier bei den 325i oder ja, bei diesen Modellen. Und hier im Vergleich seht ihr auch nochmal, was ihr an Steuern bezahlen würdet, wenn ihr eine H-Zulassung habt. Das heißt, wenn euer Fahrzeug 30 Jahre alt ist, dann habt ihr einen einheitlichen Steuersatz von 191 Euro. Und ihr könnt euch ganz einfach ausrechnen, eine H-Zulassung lohnt sich im Prinzip auch schon für einen 316i mit Euro 1. Ähm, ja, und für alle anderen Modelle mit mehr Hubraum sowieso, also rein kostentechnisch. Und wenn ihr Euro 2 bereits habt, dann lohnt sich das bereits hier, ja, da sehen wir hier der 325i. Ja, da lohnt sich fast schon für den 325i. Wobei, ihr dürft eins nicht vergessen, die H-Zulassung hat eben auch nicht nur den Vorteil dieser Steuer, sondern ihr habt auch noch den Vorteil, dass ihr mit dem Fahrzeug in Umweltzonen fahren könnt. Also Plaketten braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Ihr braucht euch keine Gedanken um Fahrverbote zu machen. Ihr fahrt einfach und ihr kommt natürlich auch noch an
eine zusätzlich günstige Oldtimer-Versicherung. Das heißt, ihr habt mehr Wertstabilität, ihr habt einen höheren Wiederverkaufswert und ihr habt einfach noch mehr Leistung, die ihr bekommt. Also wenn ihr wirklich ein gutes Fahrzeug habt im Originalzustand, lohnt es sich auf jeden Fall, die Oldtimer-Versicherung abzuschließen, zumindest wenn ihr etwas mehr Hubraum habt. Ja, dann hier nochmal im letzten Punkt habe ich euch das mal auf monatliche Kosten umgerechnet. Diese Auflistung brauchen wir im Prinzip später, wenn wir den Komplettvergleich machen. Das heißt hier mit Euro 1 kostet euch umgerechnet auf den Monat der 316i dann 20,20 Euro an Steuern und teuer ist der 324D, der kostet euch dann ganze 78 Euro. So könnt ihr eben sehen, wie sich das Ganze staffelt. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar unseren Versicherungsvergleich. Das ist im Prinzip die Grundfrage des YouTube-Zuschauers. Was kosten die Teile in der Versicherung? Und ja, der Kollege ist offensichtlich auch ein Fahranfänger und das bedeutet ja, ihr wisst es alle, wenn man Fahranfänger ist, dann hat man verdammtes Pech. Das heißt, man muss einen extrem hohen Versicherungssatz bezahlen. Und wir wollen halt diese Möglichkeit einmal durchspielen und deswegen machen wir diesen Versicherungsvergleich, also die Kosten, die für das Fahrzeug anfallen, genau unter diesen Bedingungen. Und diese bestimmten Bedingungen, die stelle ich euch jetzt vor und die Berechnung beruht quasi auf diesen Unterlagen. Allen, die etwas älter als 20 sind und schon lange Erfahrung haben, denen hilft dieser Vergleich natürlich nur begrenzt. Allerdings verhältnismäßig doch. Natürlich habt ihr jetzt hier ganz andere Beträge, die ihr bezahlen müsst, als wenn ihr zum Beispiel schon 10 Jahre unfallfrei fahrt, aber trotzdem ist das hier ein Indikator für die Kosten eures Fahrzeugs. Und da sich ja die Sache an Fahranfänger richtet, beziehungsweise Einsteiger, haben wir hier ein fiktives Alter von 20 Jahren angenommen, männlich, ne, das muss ich noch dazu sagen, das ist sicherlich auch noch ein Risikofaktor. Dann der Führerschein besteht seit dem 18. Lebensjahr, das heißt fiktiv angenommen, er hat den Führerschein bereits seit 2 Jahren. So. Und es gibt keine Vorrabatte von Fahrzeugen oder Personen, das heißt, es ist ihm nichts in der Berechnung, was eben dazu führen kann, dass ihm der Schadenfreiheitsrabatt runtergeht oder auch nicht von der Oma irgendwelche Rabatte, sondern wir haben das wirklich das reine, was wir machen müssen, wenn wir ganz neu anfangen und wir haben im Prinzip keinen aus der Verwandtschaft, der uns hilft. Also schauen wir uns das Ganze aus der Perspektive an. Alle, die schon einmal einen Versicherungsvergleich bei einem Vergleichsportal im Internet gemacht haben, wissen natürlich, dass es auch noch so ein paar andere Sachen gibt, die variabel sind. Und zwar, wir haben hier einmal angenommen, jemand legt eine Fahrleistung von 10.000 Kilometer jährlich zurück. Das ist durchaus durchschnittlich realistisch bei so einem E30. Dann der Stellplatz des Autos befindet sich auf der Straße, also keine Garage, kein Privatgrund und so weiter. Der Junge arbeitet, okay, als ganz normaler Angestellter, kein Rabatt für öffentlichen Dienst, also ganz normal, aber er hat eben einen Job, nicht im Außendienst, aber er ist Angestellter. So, es gibt also keine besonderen Rabattvorteile, die außerhalb dessen liegen, was wir jetzt hier gerade gesagt haben. Und wir wollen nur eine Kfz-Haftpflicht. Das heißt, es geht um eine reine Diebstahlschutzversicherung und ihr wisst ja auch, die Teilkasko ist dann verhältnismäßig nicht so teuer, weil letzten Endes die Haftpflicht ja dann einspringt, wenn ihr selber Blödsinn macht mit eurem Auto und von daher ist jetzt für uns erstmal nur die Kfz-Haftpflicht ja, sinnvoll und ich sag mal, wir reden von einem Fahranfänger und meistens hat man nicht so viel Geld und wenn man ein altes Auto hat, dann macht man in der Regel nur eine Haftpflicht. Wobei der E30 ja jetzt vom Preis her so steigt, man muss sich das dann überlegen bei bestimmten Modellen. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal nur von der Haftpflicht aus. Und was eben auch noch wichtig ist, wir haben sogenannte Regionalklassen. Das heißt, es kann sein, dass wenn ihr auf einem Dorf seid, dass ihr ganz andere Beträge bezahlen müsst, als wenn ihr in einer Stadt wohnt. Ich habe jetzt hier mal einen fiktiven Wohnort Dortmund eingegeben. Das heißt City, das ist jetzt eine Stadt im Ruhrgebiet mit 600.000 Einwohnern, wenn ihr das nicht wissen solltet, also mit relativ viel Verkehr. Wie gesagt, diese Versicherungsvergleiche, die schwanken stark und wahrscheinlich, wenn ihr diesen gleichen Vergleich nächste Woche macht, habt ihr auch Abweichungen und die Versicherungen machen andere Angebote. Aber grundsätzlich habt ihr schon mal einen Verhältnismäßigkeitsvergleich zwischen den einzelnen Fahrzeugen und was ihr dafür bezahlen müsst. Von daher lässt sich die Sache durchaus gebrauchen. Unser Versicherungsvergleich führt hier gleich zu einer ja, relativ dicken Überraschung oder auch nicht Überraschung. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber hier geht ganz eindeutig die Cabrio-Mannschaft
egal in welcher Motorisierung, hier als Sieger vom Platz, und zwar mit Kosten von 501 € jährlich und umgerechnet 41,80 € monatlich. Meines Erachtens liegt das eben daran, dass die Leute mit Cabrios in der Regel ruhig fahren und nicht rumheizen und auch ihre Fahrzeuge eher am Wochenende oder nur zu besonderen Anlässen quasi aus der Garage holen oder wo auch immer, und daher ist das Risiko für die Versicherung geringer. Also wenn es um reine Kosten der Versicherung geht, hier sind die ganzen Cabrios hier weit vorne. Ja, auf Platz 2 hier ein bisschen überraschend ist der 325iX. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass das Teil irgendwie ein Nischenmodell ist und nicht so oft gefahren wird. Und ich vermute mal auch, es ist ein Allradmodell, und das bedeutet möglicherweise, dass die Leute, die damit rumfahren, ja, vielleicht vorsichtiger sind und irgendwie Angst haben, dass sie mit dem Teil irgendwo wegrutschen oder vielleicht in den Bergen unterwegs sind, und möglicherweise ist deswegen das Unfallrisiko geringer. Ja, eine kleine Überraschung ist hier der 325i, der hier mit 1156 € im Jahr nicht wirklich billig ist. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass das Teil relativ stark motorisiert ist, denke ich, ist das durchaus verkraftbar. Möglicherweise hat sich der Trend hier auch im Laufe der Jahre etwas verkehrt, sodass ja, einfach nicht so viele unvorsichtige Fahrer mit den Dingern rumfahren, aber das ist so ein bisschen Spekulation. Und hier für den 316i, das ist jetzt nicht eine wirkliche Überraschung, weil die kleinen Motoren werden meistens von Anfängern gefahren und Fahranfänger machen meistens mehr Unfälle, sodass hier keine Überraschung ist, dass hier der 316i ja, dann auf Platz 4 ist mit 1277 € im Jahr. Ja, der 325e, auch ein Nischenmodell. Es ist das hubraumstärkste Modell, ist jetzt auch nicht gerade günstig. Ähm, Ich weiß jetzt auch nicht wieso, aber das wissen wahrscheinlich die Versicherungen besser. Ja, und der 318i ist quasi nur unwesentlich teurer, also der liegt auch nicht so wahnsinnig über dem 316i. Der Unterschied nicht so groß. Ja, 320, 323i, das sind jetzt auch kein Schnäppchen. Ähm, Auch sportliche Modelle, Einstieg in die Sechszylinderwelt im 320i und dann der sportliche 323i, der möglicherweise dann auch dazu verleitet, ein bisschen schneller zu fahren, wäre jetzt meine Vermutung. Ja, und auch der 318 IS ist natürlich ein Fahrzeug mit 136 PS, der M42 Vierzylinder. Ja, dieser Motor verleitet natürlich auch zum Schnellfahren, wird auch gerne von jungen Leuten gefahren und auch geheizt, und ich gehe mal davon aus, dass mit den Dingern auch relative Unfälle, relativ viele Unfälle passiert sind. Ja, warum der Diesel jetzt so weit hinten landet, das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein Rätsel, aber es ist halt so, warum auch immer, er hat hier auch einen relativ undankbaren neuen Platz. Ja, für alle, die jetzt so ein bisschen traurig sind, wenn ihr Fahranfänger seid und denkt, Mensch, das ist aber verdammt teuer hier und irgendwie 100 € im Monat für die Versicherung, kann ich mir gar nicht leisten. Zum Trost sei gesagt, die Prozente gehen relativ schnell runter, und ihr könnt euch mal überlegen zum Vergleich, ich hatte für mein 320i Cabrio damals 200 € im Jahr bezahlt für die Haftpflichtversicherung, also anstelle von 501 und ungefähr bei 50% Rabatt. Okay, es dauert so ein bisschen, bis ihr runterkommt, aber das kommt mit der Zeit. Aber als Fahranfänger müsst ihr einfach damit rechnen, ihr müsst einfach mehr Geld für die Versicherung investieren. Ihr könnt natürlich versuchen, über Rabatte, die ihr dann quasi von eurer Familie übernehmt oder vielleicht als Zweitwagen irgendwie irgendwelche Deals aushandeln und damit im Prinzip diese Kosten senken. Ansonsten überlegt euch vielleicht doch ein Cabrio anzuschaffen, aber ja, so ist es halt, und als Fahranfänger muss man halt mit den extrem hohen Kosten bei der Versicherung leben. Aber wir gucken ja noch weiter und schauen, wo wir eventuell noch einige Kosten einsparen können. Eine Anmerkung noch zum Thema dieses Versicherungsvergleichs. Denkt dran, ich habe hier bei unserem Vergleich immer das günstigste Angebot genommen. Es kann nämlich sein, dass ihr von irgendeiner anderen Versicherung, ihr macht so eine Geschichte und müsst wesentlich mehr bezahlen. Es kann natürlich theoretisch auch vorkommen, dass ihr weniger bezahlt. Wie gesagt, auch die Vergleichsportale, ähm, ja, da kann man sich nicht immer drauf verlassen, aber im Prinzip bin ich mit der Geschichte immer ganz gut gefahren, und habt aber immer im Kopf, dass das unglaublich verschieden ist, und manchmal kann es sich auch lohnen, bei der Versicherung der Familie, also wenn ihr da versichert seid oder wenn mehrere Autos angemeldet sind, dass ihr da eventuell trotzdem, obwohl eigentlich eure Versicherung teurer ist, einen günstigen Tarif bekommt. Also es lohnt sich immer zu vergleichen. Wie gesagt, was wir hier haben, ist eine Momentaufnahme unter bestimmten Bedingungen, und als die solltet ihr sie auch betrachten. Solltet ihr natürlich irgendeinen Fehler bemerken oder ihr sagt, Mensch, da stimmt irgendwas nicht,
dann schreibt es in die Kommentare und wir schauen, dass wir das irgendwie verändern, beziehungsweise das irgendwie klarstellen. So, da ihr jetzt gemerkt habt, dass das Video doch sehr, sehr lang geworden ist, aufgrund der Komplexität des ganzen Themas, habe ich mich jetzt dazu entschieden, noch einen zweiten Teil nachzuschieben. Und deswegen denke ich, für alle Interessierten sehen wir uns gleich im zweiten Teil und wir sind dann ganz gespannt auf das Endergebnis und wir behandeln natürlich noch die restlichen Sachen und bis gleich.